Deutschland ist das Land der Sparer und trotzdem gehört der durchschnittliche deutsche Haushalt, gemessen am Medianvermögen, zu den ärmsten in der gesamten Eurozone. Ärmer als Italien, ärmer als Spanien, ärmer als Frankreich. Und hier ist die Wahrheit, die dir deine Sparkasse niemals sagen wird. Du wirst nicht ärmer, obwohl du sparst. Du wirst ärmer, weil du sparst, so wie du sparst. In diesem Video zerlege ich 7 Finanzgewohnheiten, die Menschen mit niedriger Finanzintelligenz jeden einzelnen Monat wiederholen. Belegt mit Zahlen von Bundesbank, Deutschem Aktieninstitut und Stiftung Warentest. Kein Bauchgefühl, keine Influencer-Märchen, nur Daten. Wenn du 3 oder mehr dieser 7 Gewohnheiten erkennst, dann bist du genau das Opfer, von dem dein Bankberater nachts träumt. Und bevor du jetzt wegklickst, weil es unbequem wird, bleib. Schmerz ist billiger als Altersarmut. Fangen wir an. Hier ist das Paradoxon, das kein Finanzminister laut aussprechen will: Deutsche sparen am meisten und besitzen am wenigsten. Warum? Weil Sparen nicht gleich Vermögensaufbau ist. Sparen ist die Vorstufe. Was danach passiert, entscheidet, ob du reicher oder ärmer wirst. Und genau dort machen Millionen Deutsche denselben Fehler 7 Mal. Der wahre Gegner heißt nicht Inflation, nicht der Staat, nicht dein Chef. Der wahre Gegner ist ein System aus Banken, Versicherungen und kulturellen Reflexen, das dich ruhig stellt, während es deine Kaufkraft absaugt. Gewohnheit Nummer 1, und sie ist brutaler, als du denkst. Rund 2,9 Billionen Euro parken deutsche Haushalte in Spar- und Sichteinlagen. So die Bundesbank. Das ist mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung Frankreichs. Und was passiert mit diesem Geld? Es schmilzt. Lautlos, jede Nacht. Rechne mit mir. Du hast 20.000 Euro auf dem Sparbuch zu 0,5% Zinsen. Die Inflation lag in den letzten 3 Jahren im Schnitt deutlich darüber. Dein realer Verlust, also nach Kaufkraft, beträgt jedes Jahr mehrere 100 Euro. Über 10 Jahre, Tausende. Und du nennst das sicher. Na und? Die Anwendung: Sparbuch ist kein Vermögensaufbau. Sparbuch ist eine Geldvernichtungsmaschine mit Servicegebühr. Deine eiserne Reserve, 3 bis 6 Nettomonatsgehälter, gehört auf ein verzinstes Tagesgeldkonto bei einer Direktbank. Alles darüber hinaus hat auf einem Sparkonto absolut nichts verloren. Gleich bei Gewohnheit Nummer 4 zeige ich dir den Finanzprodukt-Zombie, den 24 Millionen Deutsche haben und der fast keiner mehr braucht. Aber zuerst die Gewohnheit, die dich systematisch vom größten Vermögensmotor der letzten 100 Jahre fernhält. Das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht jedes Jahr dieselbe beschämende Statistik. Nur etwa einer von 6 Deutschen besitzt Aktien oder Aktienfonds. In den USA mehr als jeder Zweite. Der DAX hat seit seiner Einführung 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 7 bis 8% geliefert. Trotz Finanzkrise, trotz Dotcom-Blase, trotz Corona. Ein MSCI World ETF-Sparplan über 200 Euro im Monat über 30 Jahre bei 7% Rendite. Das sind ungefähr 240.000 Euro. Derselbe Betrag auf dem Sparbuch bei 0,5%, unter 80.000 Euro. Die Differenz, über 160.000 Euro, ist der Preis, den deutsche Haushalte für ihre kulturell verordnete Aktienangst zahlen. Und ja, Aktien sind Zockerei, ist der Satz, den dir Generationen eingeredet haben, die das Wort Diversifikation nicht buchstabieren können. Na und? Die Anwendung: einen breit gestreuten ETF auf den MSCI World oder FTSE All World findest du bei jedem seriösen Online-Broker ab 25 Euro monatlich. Das ist keine Spekulation, das ist Beteiligung an den 1500 erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Das ist der Unterschied zwischen ich habe gespart und ich habe Vermögen aufgebaut. Deutschland ist Versicherungseuropameister. Laut Gesamtverband der Versicherer zahlt der durchschnittliche Haushalt rund 2.000 bis 2.800 Euro pro Jahr in Versicherungen ein. Viel davon ist sinnvoll, das meiste ist Müll. Handy kaputt, Eigenanteil, Gebühr, Bürokratie, du hättest dir im Sparbuch Gegenwert ein neues kaufen können. Sterbegeldversicherung, ein Produkt, bei dem du über Jahrzehnte mehr einzahlst, als deine Angehörigen je rausbekommen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Bund der Versicherten warnen seit Jahren öffentlich davor. Glas, Brillen, Reisegepäckversicherung, alles Kleinstrisiken, die du aus der Portokasse bezahlen kannst. Dafür brauchst du keine Versicherung, dafür brauchst du ein Rücklagenkonto. Na und? Die Anwendung, die einzigen Versicherungen, die wirklich existenziell sind. Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, eventuell Risikolebensversicherung bei Familie mit Kindern. Alles andere kritisch prüfen, oft kündigen. Wer 500 Euro im Jahr an unnötigen Policen spart und stattdessen in einen ETF investiert, hat in 30 Jahren bei 7% Rendite über 50.000 Euro mehr auf dem Konto. 50.000 Euro. Für nichts. Hier ist der Finanzprodukt-Zombie, den ich dir versprochen habe. Die Kapitallebensversicherung, in den 80ern und 90ern millionenfach verkauft,
ist für die meisten Deutschen nicht Altersvorsorge, sondern Vermögensvernichtung mit Vertragsbindung. Stiftung Warentest und Finanztipp haben es seit über 2 Jahrzehnten schwarz auf weiß. Die effektive Rendite liegt bei den meisten Policen unter 2%. Nach Abschlusskosten, nach Verwaltungskosten, nach Inflation. Und jetzt vergleiche das mit dem Durchschnittsrendite eines globalen Aktien-ETFs. 7% pro Jahr über Jahrzehnte. Die Differenz bei 200 € monatlicher Einzahlung über 30 Jahre mehr als 150.000 €. Der Grund, warum dieses Produkt trotzdem weiter verkauft wird: Provisionen. Ein Vermittler verdient beim Abschluss einer Kapitallebensversicherung das Mehrfache dessen, was er beim Verkauf eines ETF-Sparplans verdient. Rate mal, was er dir empfiehlt. Na und? Die Anwendung: Wenn du eine alte Police hast, nicht kündigen ohne Prüfung. Kündigung ist oft der schlechteste Weg. Beitragsfreistellung prüfen. Verkauf an den Zweitmarkt prüfen. Unabhängigen Honorarberater konsultieren. Kein Provisionsverkäufer. Und nie wieder so etwas neu abschließen. Rund 24 Millionen Bausparverträge existieren in Deutschland. 24 Millionen. Und für wie viele davon ergibt der Bausparvertrag heute noch wirtschaftlich Sinn? Für die wenigsten. Der Bausparvertrag war ein brillantes Produkt. In den 1980ern, als Baukreditzinsen bei 7, 8, 9% lagen. Sich einen Zins für die Zukunft zu sichern, war damals eine echte Strategie. Heute die Sparzinsen in der Ansparphase oft 0,01%. Die Abschluss- und Kontoführungsgebühren fressen, was wenig an Zinsen übrig bleibt. Die Zinssicherung für später funktioniert nur, wenn du tatsächlich baust. Und 80% der Verträge werden nie für den eigentlichen Zweck verwendet. Du zahlst also 10 Jahre lang Gebühren für eine Option, die du nie einlöst. Na und? Die Anwendung. Wenn du konkret in den nächsten 3 bis 5 Jahren bauen willst und kurz vor der Finanzierung stehst, Bausparen kann in manchen Konstellationen noch Sinn ergeben. Für alle anderen, und das ist die überwältigende Mehrheit, ist es ein nostalgisches Produkt aus einer Zeit, in der dein Vater noch einen Festnetzanschluss hatte. Die Riester-Rente ist das wahrscheinlich traurigste Beispiel für gut gemeinte Politik, die von der Finanzindustrie ausgehöhlt wurde. Die Idee war richtig: staatliche Zulagen, Steuervorteile, Altersvorsorge für alle. Die Umsetzung: ein Feld für undurchsichtige Produkte mit hohen Abschluss- und Verwaltungskosten. Finanztipp, Stiftung Warentest und mittlerweile sogar Wirtschaftsministerium und Sachverständigenrat haben die gleiche Analyse. Für die Mehrheit der Sparer lohnt sich Riester nicht. Die Gebühren fressen oft einen Großteil der staatlichen Zulagen auf. Die Rendite nach Kosten liegt bei vielen Verträgen im Bereich der Inflation oder darunter. Na und? Die Anwendung. Wenn du bereits einen Riester-Vertrag hast, kritisch prüfen lassen, Kostenquote checken, eventuell beitragsfrei stellen für Neuabschlüsse. Für die meisten Arbeitnehmer sind ein privater ETF-Sparplan oder die betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss die mathematisch überlegene Wahl. Für Selbstständige Rürup prüfen, aber nur mit einem Honorarberater, nicht mit einem Verkäufer. Laut Bundesbank halten deutsche Haushalte hunderte Milliarden Euro auf Girokonten. Ohne Zinsen, ohne Rendite, vollständig der Inflation ausgesetzt. Der durchschnittliche Kontostand auf deutschen Girokonten liegt im 4-stelligen Bereich. Und bei vielen weit im 5-stelligen Bereich, weil sie das Geld ja verfügbar haben wollen. Ich sage dir, wie das in der Realität aussieht. Wenn du 10.000 € ein Jahr lang auf dem Girokonto hast und die Inflation bei 3% liegt, dann ist deine Kaufkraft um 300 € gesunken. Für nichts. Du hast nicht gespart. Du hast bezahlt, um dein Geld stillzuhalten. Na und? Die Anwendung. Auf dem Girokonto gehört nur das, was du im laufenden Monat für Miete, Rechnungen und Leben brauchst. Alles darüber. Sofort auf Tagesgeld mit Zinsen. Eiserne Reserve, Tagesgeld. Mittelfristiger Bedarf 1 bis 3 Jahre, Festgeld oder Tagesgeld. Langfristiger Vermögensaufbau, ETF. Jeder Euro, der ohne System auf dem Girokonto schläft, ist ein Euro, den du dem stillsten Dieb der Finanzwelt geschenkt hast, der Inflation. Jetzt kommt der Moment, den ich dir am Anfang versprochen habe. Die 7 Gewohnheiten sind nicht das eigentliche Problem. Sie sind nur Symptome. Die Krankheit heißt Sicherheit über Rendite. Ohne Ausnahme, ohne Nachdenken. Diese Denkweise wurde dir nicht angeboren. Sie wurde dir antrainiert. Von einem System aus Sparkassen, Versicherungen, Großeltern, die den Krieg erlebt haben und einem Schulsystem, das dir das Wort Wertpapier kaum je erklärt hat. Die Deutschen verwechseln Sicherheit mit Stagnation. Sie verwechseln Stillstand mit Schutz. Wahre finanzielle Sicherheit ist nicht: mein Geld bewegt sich nicht. Wahre finanzielle Sicherheit ist: mein Geld wächst schneller als die Inflation. Jedes Jahr automatisch über Jahrzehnte. Der Unterschied zwischen einem Deutschen, der mit 67 in Altersarmut lebt, und einem Deutschen, der mit 60 in Rente gehen kann, ist nicht das Einkommen. Es sind diese 7 Gewohnheiten und die Denkweise dahinter.
Das gesetzliche Rentensystem in Deutschland wurde 1957 in seiner heutigen Grundform aufgebaut, in einer Zeit, in der auf einen Rentner 6 Einzahler kamen. Heute auf einen Rentner kommen weniger als 2. Die Mathematik ist unausweichlich. Wer heute unter 50 ist und sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlässt, wird im Alter massive Einkommenseinbußen erleben. Das ist keine Meinung, das ist Demografie. Du hast 2 Optionen. Option A, du machst weiter wie bisher, Sparbuch, Bausparvertrag, überteuerte Versicherung und hoffst, dass der Staat dich rettet. Option B, du erkennst, dass deine private Vermögensbildung das Einzige ist, worüber du vollständige Kontrolle hast. Und du handelst. Die Zeit ist dein größter Vermögenshebel und dein größter Feind, wenn du sie nicht nutzt. 10 Jahre verlorener Zinseszins holt niemand wieder ein. Fasse es zusammen. 7 Gewohnheiten: Sparbuchfetisch, Aktienangst, Versicherungswahn, Kapitallebensversicherung, Bausparvertragreflex, Riester-Falle, Geld auf dem Girokonto. Wenn du 3 oder mehr davon erkannt hast, willkommen im Club der systematisch Verarmten. Die gute Nachricht ist, dieser Club hat eine Tür nach draußen, heute. Dein nächster Schritt: eine dieser Gewohnheiten, nur eine, noch diese Woche verändern, nicht alle 7. Eine. Wer alles auf einmal will, ändert nichts. Schreib in die Kommentare, welche der 7 hat dich am härtesten getroffen. Das interessiert mich ehrlich und aus den Antworten mache ich das nächste Video. Wenn dieses Video dich zum Nachdenken gebracht hat, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Auf diesem Kanal bekommst du keine Finanzmärchen, nur Zahlen, Mechanik und Wahrheiten, die deine Sparkasse lieber für sich behält. Im nächsten Video zerlege ich den größten Lügenmythos der deutschen Altersvorsorge, die sichere Immobilie als Kapitalanlage. Du wirst überrascht sein, für wen sich das wirklich rechnet und für wen nicht. Bis dahin, sei nicht der Deutsche, der mit 67 sagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Sei der Deutsche, der mit 60 sagt, ich habe es verstanden, rechtzeitig.